Moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Marc, das ist Dad's Barbecue, That's Barbecue. Und heute machen wir mal etwas, was ich letztes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt hatte. Und falls ihr das nicht auf dem Weihnachtsmarkt findet, könnt ihr es so einfach nachmachen. Es ist wirklich ganz einfach. Es sind Spiralkartoffeln. Ich bereite sie auf dem Grill zu heute. Ihr könnt sie im Pizzaofen machen. Ihr könnt sie im Airfryer machen. In einer normalen Fritteuse geht es natürlich auch. Im Öl einfach im Topf. Oder im Backofen gehen sie auch. Ihr müsst halt nur genug Hitze haben. Ihr solltet so um die 220 Grad haben. Dann werden die fertig. Und in der Fritteuse geht es natürlich wesentlich schneller. Ich habe schon mal als wir angefangen haben, Meka und ich damals, vor 8 Jahren ungefähr, Spiralkartoffeln gemacht. Die waren damals mit einer Surcream, also nicht so top-loaded, wie sie jetzt gleich gemacht werden, sondern einfach so abreißen und dippen. Auf dem Weihnachtsmarkt gab es die letztes Jahr top-loaded und mit ganz vielen verschiedenen Sachen. Ich mache heute eine asiatische Version, da habe ich schon mal meine Mayonnaise vorbereitet, ein bisschen Sesamöl, Sriracha-Soße und dann kommt noch ein bisschen Frühlingszwiebeln oben drüber. Die können aber auch bei den anderen drüber. Aber da kommen eigentlich, beim amerikanischen kommen eigentlich Jalapenos oben drüber. Also wir haben beides mal so ein bisschen grün. Insgesamt werde ich 3 Kartoffeln nur machen. Ich habe hier noch ein bisschen Cheddar-Soße, die muss ich noch warm machen, dann ist die auch fertig. Das Wichtigste ist aber erstmal die Kartoffeln. Und ich wollte eigentlich richtig schön große Kartoffeln haben. Das sind jetzt die, die ich gekriegt habe. Edeka hat nicht die dümmsten Bauern, weil das sind nicht die dicksten Kartoffeln. So, und für die Zubereitung nehme ich so ein Gadget halt, was ich schon vor ein paar Jahren hatte. Das ist einfach so ein Metallspieß mit einer Feder dran. Und eigentlich gibt es dann noch so einen Halter, um die Kartoffeln zu fixieren. Den habe ich in den letzten 8 Jahren verloren. Ich weiß, ich habe ihn irgendwann mal wieder gesehen. Ich habe ihn auch 2, 3 Mal noch gemacht. Und irgendwann vor 1, 2 Jahren habe ich das Ding gesehen und dachte so, wofür ist das eigentlich? Naja, ich versuche da mal die Kartoffel zu halten. Dieses Gerät kostet eigentlich 3 Euro. Hätte ich mich auch das Video vorbereitet und nicht erst gestern geguckt, wo sind die ganzen Sachen, hätte ich es auch neu bestellt. Aber ich wollte heute drehen und habe gestern erst gemerkt, mir fehlt ein Teil. Wir kriegen das auch so hin, bin ich mir ganz sicher. Das geht mir ganz einfach. Also ihr nehmt die Kartoffeln, die sind gewaschen, nicht rasiert, wollte ich schon sagen, nicht geschält. Und dann geht ihr einfach hinten rein, versucht da richtig gut mittig durchzugehen. Boah, kann sich fast sehen lassen. Dann habt ihr hinten noch mal so ein Ding zum Reinpieksen. So rein und habt da hinten so einen Glockenzieher. Und den müsst ihr jetzt drehen. Und ich muss jetzt natürlich die Kartoffel festhalten so ein bisschen. Und von dann gegendrücken. Und der zieht sich dann, sobald er drin ist, eigentlich von alleine durch. Ne? Jetzt habe ich einen Ansatz, jetzt bin ich drin, jetzt zieht er durch. Jetzt ist er drin und jetzt schneidet er. Also gleich. Zack. Und schon entsteht die Spiralkartoffel. Easy going. Selbst wenn sie reißt, tut das den ganzen kein. Selbst wenn sie jetzt reißen sollte, im Ganzen, dass ihr sie nicht mehr ganz habt, es geht darum, dass sie dünn geschnitten ist und dass ihr sie auseinanderziehen könnt. Und selbst wenn sie 1-, 2 Mal irgendwo gerissen ist, das passiert bei denen leider immer mal wieder, ist das nicht schlimm. Geschmacklich wird das nichts ändern. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit 2 Essstäbchen machen oder dementsprechend immer dünn anschneiden und dann auf den Schaschlikspieß machen. Geht auch. Aber so habt ihr das Ganze schön mittig und ihr seht, die sind richtig schön dünn geworden. Ja, und es geht schon mal so weit ohne Halter. Interessant wird natürlich das letzte Stück ohne Halter. Gegebenenfalls muss ich da ein bisschen was abreißen, wenn es nicht funktioniert. Aber wir schauen erstmal, wie weit wir kommen. Und wenn man vorsichtig ist, dann kommt man tatsächlich durch. Ihr seht, ich bin unten wieder raus. Und die Kartoffel ist immer noch zusammen. Naja, fast. Fast gut. Also ein bisschen ist abgerissen. Schwund gibt es überall. Und so, da habt ihr hier die wunderbare Kartoffel. Ups, nicht runterwerfen, das war jetzt nicht der Sinn der Ganzen. Ihr könnt jetzt auch andere Spieße nehmen. Ihr seht, es ist einfach nur so ein bisschen unterstützend. Das ist meine erste Kartoffel. Ja, ihr seht, das ist kein Hexenwerk. Schon sind die fertig. Ich habe, glaube ich, pro 1 Minute gebraucht. Es geht wirklich recht schnell. Man schneidet einfach durch, dann sind sie fertig. Aber wie gesagt, ihr könnt es auch anders machen. Gegebenenfalls braucht das länger oder ihr seid noch schneller. So, das war der erste Schritt. Der nächste Schritt ist einfach, wir würzen sie, bevor sie auf den Grill kommen. Das heißt, wir ölen sie ein und würzen sie, dann hält das Ganze besser. Ihr könnt euren Lieblingsfarb nehmen, kein Problem. Ich habe einfach edelsüßes Paprikapulver genommen, Salz, Knoblauch und Zwiebelpulver. Habe das vermengt im Verhältnis 1:1, also jeweils einen Teelöffel. Und jetzt werde ich das einmal ölen und würzen. Zum Öl nehme ich Rapsöl, also ihr könnt auch Sonnenblumenöl nehmen. Wenn ihr ein bisschen anderen Geschmack haben wollt, könnt ihr auch Sesamöl nehmen. Das gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen nussigen Geschmack dazu. Aber ich habe nachher Sesamöl schon in meiner Mayonnaise drin. So, schaut, dass so überall so ein bisschen was hinkommt. Einmal drehen. Und von der anderen Seite auch noch mal ein bisschen einpinseln.
Dann einmal so ein bisschen mehr auseinanderziehen. Umso mehr haben die Gewürze Chance, haften zu bleiben. So, dann einmal was von der einen Seite von den Gewürzen so ein bisschen drauf geben. Und auch nochmal von der anderen Seite was drauf geben. So, und damit sind die schon fertig für den Grill. So, und jetzt liegen sie drauf. Ich habe den linken und den rechten Brenner an. Ich peile 200 Grad an. Und da sollen sie jetzt für 25 Minuten liegen. Die liegen im indirekten Bereich, oben auf der Ablage drauf. Klappe zu. In 15 Minuten werde ich sie einmal drehen. So, währenddessen die drauf liegen, haben wir eigentlich gar nicht viel zu tun. Wir bereiten die Soße oder Soßen vor. Ich habe dann 2 Soßen, aber ich muss nicht mehr viel zubereiten. Wie gesagt, ich habe ja einmal die Cheddar-Soße, die habe ich schon da, die muss ich noch aufwärmen. Da habe ich die geschnittenen Jalapenos, die habe ich aus dem Glas, muss ich auch nicht mehr machen. Das heißt, jetzt fehlt noch die asiatische. Und da habe ich hier schon mal die Mayonnaise hochgezogen. Das ist meine Standard-Mayonnaise, die ich immer mache. Und da gebe ich jetzt aber noch die 2 Zutaten hinzu. Das heißt, ich gebe einmal geröstetes Sesamöl hinzu. Da brauchen wir gar nicht viel. Das ist einfach nur ein bisschen Geschmack, der Geruch. Und außerdem, die Flasche ist fast leer. Aber das reicht schon, die Menge. Man hat diesen Geruch, der ist herrlich. Und dann natürlich Sriracha-Soße. Das müsst ihr noch euren Gusto machen, wie viel ihr vertragt, wie scharf ihr das gerne haben wollt. Nehmt aber so einen Teelöffel für euch, vielleicht euren Esslöffel, je nachdem. So, das Ganze einmal verrühren. Abschmecken. Perfekt. Ihr habt das leicht rauchige durch das Sesamöl und ihr habt eine Schärfe drin. Also ist jetzt würzig, aber lecker. Also ich finde es richtig lecker. Man kann es auch mit Gochujang-Paste machen, anstatt mit Sriracha. Da hat man noch so ein bisschen anderen Geschmack drin. Die habe ich dieses Jahr schon oft gemacht. Die ist wirklich schnell gemacht und wir sind dann ein bisschen fertig. Das sind die Zubereitungen. Jetzt warte ich eigentlich nur noch, dass ich das erste Mal drehen darf. Und das dauert auch ein bisschen. Ich war echt schnell. Ja, dann warten wir aufs Drehen. So, die Viertelstunde ist um. Wir sind bei 220 Grad auch die ganze Zeit durchgängig. Und ich werde jetzt mal drehen. Wir haben Gott sei Dank mal eine Regenpause. Ich konnte euch sogar mal mitnehmen zum Grill. Das gibt es eigentlich ganz selten inzwischen. Aber schaut, ich mache es wirklich auf dem Grill und da sind sie. Oben sind sie sogar schon knusprig. So, wir werden sie einmal vorsichtig drehen. Es kann immer sein, dass sie ordentlich anbappen. Ja, das geht sogar noch. Und drehen. Und drehen. Herrlich. Wunderbar, die werden schön knusprig schon. Wieder so ein bisschen auffächern. Es ist heiß. Trotzdem so ein bisschen auffächern, damit dann auch die Hitze wirklich überall dazwischen geht. Und wieder zu. So, da lasse ich sie jetzt auf jeden Fall noch mal 10 Minuten liegen, damit sie wirklich schön knusprig werden. Sind schon auf gutem Wege, aber es fehlt noch ein bisschen was. In 5 Minuten gucke ich nach, wie weit sie sind und würde dann die Soße dazustellen, damit die noch mal schön warm werden kann. Und dann wird schon serviert. So, gleich sind die fertig. Die Soße wird schon warm gemacht. Und schaut sie euch an. Die sehen auch schon knusprig aus, oder? Herrlich. Ja, und da sind sie. Sie sind nicht herrlich auch schön knusprig geworden. Und jetzt wird serviert. Das heißt, ich gebe einmal was von der Cheddar-Soße rüber. Hätte ruhig ein bisschen flüssiger sein können. Da kommen jetzt die Jalapenos drauf. Und mein Asia habe ich in der Mitte. Da gebe ich jetzt was von der Mayonnaise drüber. Und ihr seht, die ist viel besser zu verteilen. Schön was drüber. Nochmal seitlich so ein paar Spuren lassen. Und da kommt ein bisschen Grün von den Frühlingszwiebeln drauf. Und schon habt ihr eine asiatische Version. Ja, und eine Cheddar-Version, eine amerikanische. Für mich ist es soweit, ich darf endlich probieren und gucken, ob es mir so gut schmeckt wie letztes Jahr vom Weihnachtsmarkt. Das heißt, ich nehme Kartoffeln, ich nehme Soße und Jalapenos als erstes. Cheddar-Soße und Jalapenos, einfach immer geil zu Kartoffeln. Egal, ob ihr Nachos esst oder sowas, richtig geil. Dann wollen wir mal gucken, was meine asiatische Version kann mit meiner Mayonnaise. Ihr seid da total frei. Ihr könnt eine Stir-Cream-Soße machen. Ihr könnt sie auch einfach so essen mit ein bisschen Dip dazu. Ich schreibe noch so ein paar Ideen in das Rezept rein. Die Mayonnaise kommt ja richtig gut durch. Ich finde dieses geröstete Sesamöl, das kommt immer so im Nachhinein rein. Wenn man gar nicht mehr mit rechnet, dann kommt das raus, der Geschmack. Und das ist richtig geil nutzig. Richtig geile Kombination. Schreibt mir mal drunter, wie ihr es machen würdet, mit was für ein Topping. Ja, und das war's. Das war das Video für diese Woche vom Weihnachtsmarkt. Hier habt ihr ein weiteres Video vom Weihnachtsmarkt, noch ein Video vom Weihnachtsmarkt, habe ich in den letzten Jahren gedreht. Hier oben könnt ihr ein kostenloses Abo da lassen, Glocke aktivieren, freue ich mich drüber. Ja, das Rezept und alle anderen Rezepte natürlich auch bei mir im Blog. Und wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt Dad's Barbecue, That's Barbecue. Bis dann, ciao.